Ihr habt Lust auf ein köstliches Vollkornbrot, vollgepackt mit Saaten und frischen Zutaten? Dann seid ihr hier heute genau richtig. Als allererstes brauchen wir ein Brühstück. Das sind jetzt 100 Gramm altes Brot, gemahlen, vorher natürlich getrocknet, ihr könnt es auch rösten, fein gemahlen und dann gebt ihr heißes Wasser hinzu. Das genaue Rezept findet ihr wie immer mit den Mengenangaben unten in der Beschreibung, wo auch das Equipment drin steht, was ich benutze. Teilweise auch dann die Zutaten, wie jetzt das Einkorn-Vollkornmehl, was ich heute benutze. Ihr findet das Rezept aber auch nochmal zum Schluss, dann könnt ihr euch nochmal einen Screenshot machen. Das Ganze mixt sich jetzt hier gut durch und beim Einkornmehl ist es so, es kann schlecht Wasser binden. Dieses Brühstück hilft dabei. Dann weiche ich auch noch mal eben die Saaten ein mit heißem Wasser. Es geht auch kaltes Wasser. Das sollte dann aber mindestens 2 bis 4 Stunden lang ziehen. Bei heißem Wasser verkürzt sich diese Zeit. Dann habe ich hier noch ein Quellstück. Dafür habe ich Flohsamenschalen mit kaltem Wasser übergossen. Und die kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Die sind ganz toll für eure Verdauung. Und das Tolle ist, wenn ihr so schnackige Kinder habt, wie ich das manchmal, dann klappt das mit den Leinsamen unterschieben nicht immer so gut. Und dafür gibt es alternativ die Flohsamenschalen. Kann ich euch sehr empfehlen, kann in jegliches Gebäck, ohne dass es die Familie merkt. Ihr tut denen also heimlich etwas Gutes. Hier auch schnell arbeiten, denn die Flohsamenschalen nehmen extrem viel Wasser auf und helfen auch nochmal dem Einkornmehl das Wasser zu binden. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar frische Karotten. Die mahle ich jetzt hier selber. Ihr könnt am besten das Geschirr, was ihr hierfür verwendet, wie jetzt hier bei der Gemüsereibe, das Innere, später oder auch vorher eben mit ein bisschen Öl auswischen, eben ein Küchenkrepp nehmen, ein bisschen Öl drauf, auswischen, dann verfärben sich die Geräte nicht so sehr. So, weiter geht's. Ich habe hier mein Einkorn-Vollkornmehl und gebe da jetzt meine Hefe hinzu. In Form von selbst hergestellter Hefe, das Hefewasser. Wie das geht, aber auch die herkömmlichen Alternativen dazu, findet ihr oben rechts unter dem i. Noch ein bisschen Salz und dann gebe ich die Karotten hinzu. So, dann gieße ich zwischenzeitlich nochmal eben die Saaten ab. Ihr könntet theoretisch das auch mit dem Einweichwasser hinzugeben. Ich finde aber dann, dass das viel zu nass ist. Es würde aber gehen. Dann würde ich aber tatsächlich empfehlen, es vielleicht eher in einer Kastenform zu backen. So, die kommen jetzt einmal mit hinzu. Dann natürlich das Brühstück. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, dass es abgekühlt ist auf maximal 40 bis 45 Grad. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, macht es einfach schon mal am Vorabend, gebt es dann in den Kühlschrank, dann passt das auch super. Dann hier noch das Quellstück und schaut mal, die Sachen haben richtig nochmal gut angezogen und das Wasser schön aufgesogen. Das ist es, was wir brauchen. Das Ganze verknete ich, weil Einkornmehl genauso wie Dinkel-Vollkornmehl oder auch Roggenmehl nur wenig Knetzeit benötigen, einfach mit der Hand. Und dann muss ich gestehen, habe ich vergessen zu filmen, dass da jetzt noch 100 Gramm Sauerteig und 150 Milliliter Wasser hinzukommen. Das bitte ich zu entschuldigen, es steht aber auch unten dran. So nach circa 4 bis 6 Stunden sollte das Ganze so aussehen. Ich habe hier meine Backs im Holz Backform einmal eingefettet, gebe das Ganze hier rein. Ihr könntet jetzt das Brot auch schon mal vorformen und in Saaten einrollen. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, es mit nassem Wasser in der Form runterzudrücken, so gut es eben geht, und dann einfach oben die Saaten drauf zu streuen. Aber schreibt mir mal, wie ihr das später gebacken habt, ob in der Kastenform oder doch in der Holzbrotbackform. Ich habe gesehen, beziehungsweise auch schon mitgekriegt von Backs im Holz, dass wirklich einige von euch bestellt haben. Darüber freue ich mich riesig und ich arbeite tatsächlich unter Hochdruck schon an den nächsten Videos hierzu, damit ihr dann auch wirklich viele tolle Rezepte damit ausprobieren könnt. Unter anderem zum Beispiel ein Teig, 4 Brote. Das habe ich schon länger in Arbeit, aber wie auch bei diesem Brot muss es manchmal ein bisschen länger nachjustiert werden, weil vielleicht die Backzeit nicht perfekt ist oder die Zutaten nicht so gut miteinander harmonieren. Da experimentiere ich viel und wenn ihr da mehr hinter den Kulissen erfahren wollt oder auch die Rezepte exklusiv vorab bekommen möchtet, dann schaut mal unten in die Beschreibung. Da ist auch noch mal die Mitgliedschaft verlinkt, die monatlich kündbar ist.
Mein Brot geht jetzt in den heißen Backofen. Wie gesagt, Temperaturen und alles schreibe ich euch nochmal unten rein, beziehungsweise zum Schluss. Ich messe tatsächlich ganz gerne die Kerntemperatur und ihr seht, hier sieht das richtig gut aus. Lasst das Brot am besten auf einem Kuchengitter oder auf einem Backgitter eben auskühlen und dann schön anschneiden und genießen. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare hierzu, wie es euch gelungen ist, wie es euch geschmeckt hat. Hier sind weitere Videos für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und Nachbacken. Bin bald wieder zurück. Eure Emma.